Der Vulkan hat unser Leben für immer verändert. Ich arbeite seit 17 Jahren in der Versicherungsbranche und wir hatten noch nie eine Situation mit so vielen kaputten Häusern und so vielen hoffnungslosen Menschen gesehen. Nach der Landung herrscht auf einmal Unruhe im Flieger. Man kann sogar sagen, Panik brach aus. Es wurden Videos herumgereicht. People wollten raus aus dem Flieger. Es war dann passiert, der Vulkan war tatsächlich ausgebrochen, in dem Moment, in dem wir in La Palma gelandet sind. Ich habe mir dann ein Auto gemietet, bin auf die Westseite gefahren und hier bot sich ein wirklich schreckliches Bild. Alles war rot von Lava, Rauch, Fenster haben geklirrt, die Erde hat gebebt. Man kann sich das heutzutage gar nicht vorstellen, was da wirklich alles passiert ist. Am 19. September 2021 verließen wir gegen 12 Uhr nach einem sehr starken Erdbeben nur mit einem Notkoffer, 2 Katzen und an unserem Hund unser Zuhause. Wir konnten nicht ahnen, dass wir bis heute nicht zurückkehren können. Haben wir den Koffer ins Auto geworfen und sind zu meiner Schwester gefahren und haben gedacht, naja, da warten wir die Eruption ab, die Familie kommt dazu, um dann halt eben wieder nach Hause gehen zu können. Aber das war wohl ein Trugschluss. Ja, wir sind immer noch evakuiert bis zum heutigen Tag und können nicht nach Hause. Als der Vulkan ausbrach, konnte ich nun nur darum denken, was kann ich machen, was kann ich tun, um diesen Menschen zu helfen, um meine deutschen Palmeros zu helfen. Ich arbeite in Versicherung und was ich am besten kann, ist organisieren. Also dachte ich organisiere unser Team und bereite uns auf die Schäden vor, damit die Menschen so schnell wie möglich ihre Entschädigung bekommen. Naja, am nächsten Tag gingen wir dann ins Büro und da hatten sich dann schon die Menschen versammelt vor der Tür und wollten Rat und Tat von uns. Uns wurde klar, in dem Gebiet, wo der Vulkan ausgebrochen ist, eine sehr beliebte Zone von deutschsprachigen Residenten. Und dass gleich in den ersten Minuten die ersten Häuser und Anwesen von der Lava verschüttet wurden. Des Weiteren hat die Erde gebebt, Asche ist gefallen, Scheiben haben geklirrt. Es war wirklich schwierig, eine schwierige Lebenssituation für diese Leute. Und so haben wir uns dann mit der Zürich zusammen, also man muss die Zürich-Versicherung hier wirklich loben, einen Plan ausgearbeitet, diese Leute zu evakuieren. Das heißt, wir haben den kompletten Transport organisiert. Das heißt, die Leute konnten nach Deutschland, konnten nach Teneriffa und 2 Tage im Hotel bleiben, um einfach in Ruhe zu atmen und von dieser Paniksituation herauszukommen. Einer von Ihnen, die Zürich-Versicherung, hat sich wirklich engagiert, um Bord den Kunden Flüge nach Deutschland oder eine ganze Familie für 50, 20 Tage in einem Hotel auf Teneriffa, alles bezahlt, gab ihnen psychologische Hilfe. Das war sehr beeindruckend. Oder Hilfe bei der Schadensmeldung. Es sind ja immense Schäden an Häusern entstanden oder ganze Häuser zerstört worden. Und es war eigentlich sofort klar, wer versichert ist, bekommt eine Entschädigung über das Consorcio Compensación de Seguros. Das muss man vielleicht etwas näher erklären. Das Consorcio Compensación de Seguros ist die staatliche Rückversicherungsgesellschaft in Spanien. Wurde 1954 gegründet und ist obligatorisch. Das heißt, jede Versicherungsgesellschaft muss von ihrer Prämie, von der Hausrat Gebäudepolicen einen gewissen Prozentsatz abführen an diesen staatlichen Fonds. Und aus diesem Fonds werden dann die Schäden bezahlt. Das heißt also, das gilt nur für Katastrophenschäden. Das heißt, klar fällt der Vulkanausbruch in La Palma hier runter, aber es fallen auch die Stürme auf dem Festland oder Überschwemmungen oder Flutkatastrophen. Diese werden alle aus diesem Fonds entschädigt. Das ist eine sehr, sehr gute Sache und einzigartig in Europa. Wer natürlich nicht versichert ist, bekommt auch keine Entschädigung. Das heißt also, dieser Fonds gilt nur für Leute, die einen gültigen Versicherungsvertrag haben, über den natürlich dann die Versicherungsgesellschaft, die eigene Versicherungsgesellschaft, hier meistens, wir haben mit der Zürich zu tun, die prozentuale Prämie an das Konsortium abführt. Da es eine Naturkatastrophe war
obliegt die Abwicklung dieser Schadensfälle dem Konsortium, das ist der spanische Rückversicherer. Und viele unserer heutigen Kunden, die damals bei anderen Versicherungsagenturen versichert waren und bei Banken, wurden von diesen halt eben abgewiesen mit der Telefonnummer vom Konsortium und haben keine Hilfe erfahren, sollten sich das selber holen. Wir wussten, dass die Schäden vom Konsortium gedeckt werden würden und wir begannen sie zu öffnen und den Menschen zu helfen, alle Unterlagen zusammenzutragen. Wir arbeiten Tag und Nacht mit den Schadensregulierern des Konsortiums zusammen und es ist wirklich unglaublich, wie gut alles funktioniert hat. Mein Team und ich haben Monate rund um die Uhr, 7 Tage die Woche gearbeitet. Das muss ich wirklich nochmal herausstreichen. Alle Mitarbeiter waren hier in einem Boot und haben den Kunden geholfen und haben ihr Maximum gegeben. Sehr, sehr anstrengend für alle, aber es war es wert. Wir konnten vielen, vielen Menschen helfen und wir freuen uns darüber. Und neben unserer eigenen Probleme und Sorgen und auch Angst haben wir trotz alledem unseren Kunden ständig zur Seite gestanden. Die Menschen waren verzweifelt, kamen bei uns rein. Die Erdbeben wurden immer stärker, die Scheiben wackelten. Wir mussten teilweise unsere Monitore festhalten, damit sie nicht vom Schreibtisch fielen. Ja, und die Leute halt eben verzweifelt. Ja, und das ging die Tage weiter. Jeden Morgen sammelte sich die Schlange bis raus auf die Straße. Und dann haben wir irgendwann entschieden, wir helfen allen. Ob es Klienten von uns sind oder nicht. Ja, und da ging es dann los. Von dem Tag an waren wir dann 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag im Einsatz. Am nächsten Tag, am Montag, sind wir ins Büro und dort haben uns schon die ersten verzweifelten Menschen erwartet. In den nächsten Wochen und Monaten wurden es so viele, dass wir den Ansturm kaum bewältigen konnten. Dann mir in der Unterkunft, in der wir dann waren, in der Notunterkunft, habe ich mir dann zu Hause ein Büro aufgebaut, ein Notbüro mit Laptop und 3 Mobiltelefonen. Und für nach der Arbeit und am Wochenende, dass wir erreichbar sind. Ich weiß noch, dass teilweise nachts das Telefon geklingelt hat von Menschen, die völlig hilflos waren, völlig verzweifelt. Die Lava standen bei ihnen vor der Tür und ja, niemand wollte helfen. Ich konnte dann zumindest Rat geben und sagen, wir treffen uns dann am nächsten Tag im Büro, besprechen das alles, sollen ruhig bleiben. Und das wirklich 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Eine große Herausforderung für uns war einfach, dass viele unserer Kunden mangelnde spanische Sprachkenntnisse haben, ein Durchschnittsalter von ca. 70 Jahren, keine Kenntnisse mit Computern, Scannen und so weiter hatten und wir ihnen in allem, bei der Übersetzung, bei der Besorgung der Dokumente, Hilfestellung leisten mussten. Der Vulkan hat viele Häuser, Gebäude, Straßen, Schulen, Kirchen, ganze Städte verschluckt. Aber vor allem zerstört er Träume, zerstört er Existenzen von Menschen. Und durch die Arbeit der Versicherung konnten viele Familien und Unternehmen das Geld zurückgewinnen und wieder auf die Beine kommen. Von den mehr als 3000 Gebäuden, die von der Lava verschluckt wurden, wären nur 20% versichert. Und bis jetzt wurden mehr als 214 Millionen Euro an die Versicherungsnehmer ausgezahlt. Ich habe mit Schrecken gesehen, wie viele Einwohner und Residenten keine Versicherung hatten. Und ich kann Ihnen nur als Rat mitgeben, schützen Sie Ihren Besitz, schützen Sie Ihren Eigentum mit einer angemessenen Versicherung, damit Ihr Traum nicht zu einem Albtraum wird. Die Menschen sehen oft nicht, wie wichtig eine Versicherung ist, aber diese Katastrophe hat gezeigt, wie wichtig diese ist und dass sie eine Gesellschaft vor der finanziellen Ruin bewahren kann. La Palma ist eine wunderschöne Insel und wir würden sie niemals verlassen. Auch nach einer solchen Katastrophe. Wir sind
stark und resistent und bauen unser Leben wieder auf. Eins gelernt habe aus dieser wirklich schweren, schlimmen Zeit ist, dass wenn alle in solchen Zeiten ein bisschen dichter zusammenrücken und sich gegenseitig helfen, dann kann alles gut werden. Dann können wir alles schaffen. Und ich denke, wir von Sivan Broker haben unseren Beitrag dazu geleistet. Das kann ich sagen. Auf der Kanarischen Insel wissen wir nicht, wann die nächste Vulkan ausbrechen wird. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir widerstandsfähig, resilientes sind. Ich habe es am eigenen Leib gespürt und habe auch dies versucht weiterzugeben an unsere Mitmenschen, unsere Kunden, dass das Allerwichtigste ist, zusammenzustehen und zu helfen.